Hallo liebe Freunde, heute möchte ich euch zu einem mehr oder weniger Spaziergang einladen, aber es gibt jede Menge zu entdecken dabei und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Als Startpunkt wählen wir den Bahnhof Markersdorf-Taura, ehemals ein Kreuzungsbahnhof und nicht unbedeutender Güterumschlag auf der früheren Chemnitztalbahn. Aber über diese Bahnlinie hatten wir uns in einem früheren Film bereits unterhalten und langweilen möchte ich euch mit Wiederholungen auch nicht. Doch bevor wir uns auf den knapp 3 Kilometer langen Weg machen, werfen wir dennoch einen Blick auf den früheren Bahnhof. Denn der Eisenbahnverein Chemnitztalbahn konnte erstaunlich vieles retten und bietet neben technischer Eisenbahngeschichte im Bahnhof auch noch auf einen kleinen Streckenabschnitt Richtung Wechselburg Fahrbetrieb an. Schaut euch einfach auf der Homepage des Vereins um. Die Strecke nach Chemnitz wurde leider direkt am Bahnhof komplett gekappt und, wie sollte es anders sein, eine Straße darauf gelegt. Damit wurde die Hauptstraße in Markersdorf begradigt und die Brücke, welche dereinst über die Eisenbahn führt, eingespart. Doch jetzt geht's endlich mit Wandern los. Wir verlassen die Hauptstraße, indem wir nach 300 Metern in die Straße am Lehrpfad einbiegen, welchen wir allerdings lediglich weitere 300 Meter folgen. Aufgepasst heißt es in Höhe der Garagen. Denn kurz danach führt ein eher unscheinbarer Pfad nach links und dieser ist unser Lehrpfad und einer der Höhepunkte ist gleich zu Beginn ausgeschildert, nämlich die Bärenhöhle. Doch zunächst genießen wir den angenehm schmalen Pfad und was es unterwegs alles zu entdecken gibt, auch wenn die Hinweistafeln inzwischen ein wenig in die Jahre gekommen sind. Die Reize der Natur entschädigen jeden Fußgänger dafür, hierher gefahren zu sein. Und dann kommt das Hinweisschild Bärenhöhle. Ihr solltet den kleinen Abstecher hinunter auf diesem eher unscheinbaren Pfad unbedingt machen. Und dann haben wir sie erreicht, diese Bärenhöhle. Ihr wollt hinein? Wer ein wenig geländegängig ist, der kann das durchaus tun und vielleicht dem Bären einen lieben Tag wünschen. Oder wer nicht mehr ganz so beweglich und schlank ist, der kann natürlich auch außen herum gehen und darf gespannt sein, wer und was aus der Höhle kommt. Der Bär oder der Mitwanderer. Habt ihr euch an den Felsgebilden satt gesehen, gehen wir weiter und nur wenige Schritte und erreichen das nächste Highlight, nämlich den Hockstein. Und keine Angst, ihr habt euch nicht in die sächsische Schweiz verirrt. Hier gibt es tatsächlich auch einen solchen. Der nächste Abschnitt führt dann doch ziemlich stramm nach unten und wir landen am vom Verein neu geschaffenen Haltepunkt Amselgrund. Hier gibt es der Möglichkeiten mehrere. Wenn Fahrtag ist, dann könnt ihr zusteigen und euch vom Verein chauffieren lassen. Variante 2, ihr lauft weiter zu Fuß in Richtung Amselgrund-Dietensdorf. Die dritte Möglichkeit ist, zurück zu Fuß zum Bahnhof, so wie wir es heute ja geplant haben. Aber egal für welche Version ihr euch entscheidet, den kurzen Abstecher an die Chemnitz, um ihre Strudeltöpfe zu bewundern, solltet ihr in jedem Fall machen. Was sagt ihr dazu? Wie gefallen die euch? Ihr habt die Strudeltöpfe ausgiebig bewundert? Gut, gehen wir zurück. Aus dem früheren Feldweg ist inzwischen ein Teil des Chemnitztal-Radweges geworden und dementsprechend asphaltiert. Aber zwischendurch gibt es dennoch immer wieder neue und andere schöne Ausblicke. Fans der Eisenbahn bekommen zur Belohnung noch den unteren Bahnhofskopf mit seiner Spitzenweiche geboten. Schön, dass dies alles der Nachwelt erhalten wird.
Weniger schön ist die Geschichte der alten Mühle, auf welche wir als nächstes stoßen. Ein Gebäudekomplex mit Geschichte, großen Plänen, welche aber leider alle mehr oder weniger zum Scheitern verurteilt wurden. All das hier zu erzählen sprengt wieder einmal vollkommen den Rahmen. Ich kann euch jedoch raten, scannt den QR-Code ein oder schaut direkt auf die Homepage. Den Link findet ihr ebenfalls unten in der Beschreibung des Videos. Ihr findet eine höchst interessante und lesenswerte Homepage. Und dann sind es nur noch wenige Meter. Wir werfen noch einen letzten Blick auf unsere Chemnitz und langen am Parkplatz an.